Hey liebe Zuschauer, heute gibt es mal was von Maxpedition und zwar habe ich hier das Octa VersiPack 2,1 Liter in Foliage Green. Ist eine sehr vielseitige und robuste Hüft- bzw. Umhängetasche und ich würde sagen, mehr dazu gibt es jetzt im Video, also viel Spaß. Das Octa VersiPack besteht aus sehr stabilen 1000D Ballistic Nylon Fasern, die das Material sehr abrieb- und reißfest machen. Im Gegensatz zu Cordura glänzt dieses Material etwas mehr, was aber kaum auffällt. Die Nähte sind stabil und ordentlich verarbeitet und wurden zusätzlich an den Belastungspunkten mit doppelten Nähten verstärkt. Gegen Nässe bzw. Regen wurde das wasserabweisende Material nochmal dreifach PU beschichtet und die inneren Nähte abgetaped. Allerdings kann über die Reißverschlüsse hier und da trotzdem etwas Wasser ins Innere gelangen. Obendrauf gibt es gegen Dreck und Schmutz nochmal eine Teflon-Versiegelung, mit der sich das Material auch besser reinigen lässt, falls nötig. Die Reißverschlüsse sind natürlich von YKK und kommen in der großen Ausführung. Als Zipperpuls gibt es dazu graues Paracord. Kommen wir zur Ausstattung und den Fächern. Für Namensbänder oder andere Velcro-Teile gibt es auf der kleinen Fronttasche zwei Reihen Flauschklettband. Links und rechts daneben gibt es jeweils zwei Doppelschlaufen, einmal 5 cm breit und obendrauf nochmal 2,5 cm. Auf dem Hauptfach findet ihr oben das Taschenlampen-Einschubfach mit einem langen Gummizug mit Kordelstopper zum Fixieren. Natürlich könnt ihr unter dem Gummizug auch noch andere Ausstattung, wie zum Beispiel Handschuhe, den Wasserfilter oder ähnliches unterbringen. Dahinter Richtung Körperseite gibt es noch 3 Reihen Pals mit 4 Kanälen zur Befestigung mit Tech-Ties oder Malice Clips. Auf dieser Seite gibt es auch noch ein flaches Reißverschlussfach, in dem man gut eine Karte oder Dokumente unterbringen kann. Die aufgesetzte Fronttasche mit Doppelreißverschluss ist etwas großzügiger aufgebaut. Hier ist Platz für kleinere Messer, Taschenlampen, Bitkits oder sonstiges. Das Ganze könnt ihr hinter den 3 Gummischlaufen ordentlich verstauen und außerdem gibt es noch ein kleines Einschubfach, das ich für meine Feuertasche nutze. Auf der aufgesetzten Tasche gibt es noch ein kleines Reißverschlussfach, in dem man gut seine Batterien aufbewahren kann. Kommen wir jetzt zum Hauptfach, das ebenfalls einen Doppelreißverschluss besitzt. Das Fach besteht aus 3 Fächern, einmal vorne ein Netzfach, wieder für etwas flachere Gegenstände wie zum Beispiel das Essbesteck, dann das breitere mittlere Fach, in dem ein GPS, Multitool, Kopflampe und sonstiges locker Platz finden. Dahinter wieder in Richtung Körper ebenfalls ein Fach für flachere Gegenstände wie zum Beispiel Schreibmaterial, Putztücher oder Pflaster. Zu erwähnen ist außerdem noch, dass jedes Fach seine eigene Ablauföse besitzt. Schauen wir uns jetzt mal den Hüftgurt und die Tragevarianten an. Verbunden ist der abnehmbare Hüftgurt mit dem VersiPack über einen 3-Steg links und rechts. Hinter den 3 Stegen gibt es nochmal kleine Ösen zur Befestigung. Der Hüftgurt ist 5 cm breit, lässt sich bis auf einen Umfang von 120 cm einstellen und über die Fastdeck-Schnalle schließen. Überschüssiges Gurtband könnt ihr dann mit den beiden Gummibändern fixieren. Bei den Tragevarianten lässt sich das VersiPack sehr vielseitig einsetzen, sei es das Tragen rund um die Hüfte, auf dem Rücken, vor der Brust oder um den Rucksack geschnallt. Es lässt sich sehr angenehm tragen. Natürlich kann auch im Sitzen ohne Probleme bequem auf das VersiPack zugegriffen werden. Kommen wir zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war das Octa VersiPack 2.1 von Maxpedition. Die Tasche ist wirklich sehr robust und wie man es von Maxpedition kennt, auch top verarbeitet. Besonders gut hat mir das vielseitige und organisierte Design gefallen und natürlich die gute Taschenaufteilung. Für mich echt perfekt, ich bin sehr zufrieden und kann eigentlich nur Positives sagen. Den einzigen negativen Punkt, den ich habe, ist der fehlende Support bei Garantiefällen hier in Deutschland. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, bei mir an der Schnalle so ein kleines Teil abgebrochen und das bei ganz normaler Benutzung. Die Garantie beschränkt sich aber anscheinend nur auf die Kunden in den USA. Falls da jemand mehr weiß, einfach unten in die Kommentare schreiben. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder. Jetzt habe ich hier unten noch einen Kanaltipp für euch. Wenn ihr Lust auf einen gut gemischten Kanal habt, mit Gear Reviews, Outdoor-Touren, Urban Exploring und Bushcraft, dann lasst einen Fritz aus Berlin auf jeden Fall ein Abo da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.